Thomas und die Nacht der Wunder, ein Tag, der das Krankenhaus für immer verändert. Thomas stieg aus dem Auto und schnüffelte die frische Morgensonne ein, bevor er sich auf den Weg zur Schicht machte. Heute fühlte sich der Tag anders an, als ob ein unsichtbares elektrisches Feld die Luft erfüllte. Er konnte nicht genau sagen, warum, aber irgendwie spürte er, dass dieser Tag ein Wendepunkt sein könnte. Im Krankenhaus angekommen, bemerkte Thomas sofort die Unruhe unter den Kollegen. Mehrere Krankenwagen waren bereits in den frühen Morgenstunden angekommen. Offenbar hatte ein schwerer Verkehrsunfall mehrere Personen verletzt. Während Thomas die Patientenakten durchsah, fiel ihm ein junger Mann auf, der anscheinend durch ein Wunder unverletzt geblieben war. Thomas war neugierig und beschloss, mehr darüber herauszufinden. »Hey Lena, weißt du, was mit dem jungen Mann in Zimmer 304 los ist? Er scheint keinen Kratzer abbekommen zu haben, trotz des schlimmen Unfalls.« Lena blickte von ihrem Computer auf und zuckte die Schultern. »Ich habe keine Ahnung, aber die Ärzte scheinen genauso verwirrt zu sein. Sie wollen weitere Tests durchführen, um sicher zu gehen.« Thomas nickte und machte sich auf den Weg zum Zimmer des jungen Mannes. Als er die Tür öffnete, fand er den Patienten lächelnd vor. »Hallo, ich bin Thomas, einer der Pfleger hier. Wie geht es Ihnen?« Der junge Mann lächelte noch breiter. »Ich fühle mich großartig, ehrlich gesagt. Es ist, als ob ich einen Schutzengel hätte.« Thomas fühlte eine Gänsehaut über seinen Rücken laufen. Irgendwie fühlte sich das Gespräch so real an, als ob es nicht in die Realität des Krankenhauses passen würde. Aber bevor er weiter darüber nachdenken konnte, wurde er von seinem Funkgerät unterbrochen. »Thomas, komm sofort in die Notaufnahme. Wir haben einen kritischen Fall.« Er verabschiedete sich hastig von dem mysteriösen Patienten und rannte zur Notaufnahme. Was er dort sah, ließ ihn den Atem stocken. Ein kleines Mädchen war in einem kritischen Zustand eingeliefert worden. Ihre Mutter stand schluchzend daneben, während die Ärzte alles taten, um das Leben des Kindes zu retten. Thomas sprang sofort ein und half, wo er konnte. Er legte Venenzugänge, bereitete Medikamente vor und assistierte bei der Intubation. Nach einer scheinbar endlosen Stunde stabilisierte sich der Zustand des Mädchens endlich. Erschöpft, aber erleichtert sank Thomas in einen Stuhl. Als er aufblickte, sah er den jungen Mann aus Zimmer 304 in der Tür stehen. Er lächelte und nickte Thomas zu, als ob er wüsste, dass alles gut werden würde. In diesem Moment fühlte Thomas, dass dieser Tag wirklich ein Wendepunkt war, nicht nur für ihn, sondern für das ganze Krankenhaus. Ein Tag, der ihn daran erinnerte, warum er diesen Beruf gewählt hatte, um Leben zu retten, Wunder zu erleben und jeden Tag aufs Neue den Unterschied zu spüren, den ein Einzelner machen kann. Thomas setzte sich in den Pausenraum und zog seine Kaffeetasse näher. Er musste das alles verarbeiten. Der junge Mann aus Zimmer 304, der scheinbare Schutzengel, das kritisch kranke Mädchen, das jetzt stabil war, all das gab ihm viel zu denken. Plötzlich ging die Tür auf und Lena trat ein, gefolgt von einer Gruppe erschöpfter, aber erleichterter Kollegen. Sie hatten alle gehört, was in der Notaufnahme passiert war, und jeder war dankbar für den glücklichen Ausgang. Lena setzte sich neben Thomas und schaute ihn an. »Das war heute Morgen unglaublich, Thomas. Du warst großartig.« Thomas lächelte müde. »Ich habe nur meine Arbeit gemacht, wie wir alle. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fühlte sich heute alles anders an.« Lena nickte, als ob sie seine Gedanken lesen könnte. »Ja, es ist, als ob heute ein besonderer Tag ist. Ein Tag der Wunder vielleicht.« Thomas überlegte kurz. »Ja, vielleicht ist es genau das. Ein Tag der Wunder.« Nach ihrer Pause gingen beide wieder zur Arbeit. Der Rest des Tages verlief routinemäßig, aber der Zauber des Morgens schien noch in der Luft zu hängen. Thomas konnte nicht umhin zu bemerken, wie die Patienten und das Personal auf einmal freundlicher, menschlicher miteinander umgingen. Als ob sie alle wüssten, dass das Leben fragil ist und jeder Moment zählt. Am Ende seiner Schicht machte Thomas einen letzten Rundgang durch die Stationen. Als er Zimmer 304 erreichte, war es leer. Der junge Mann war entlassen worden. Auf dem Bett lag ein handgeschriebener Zettel. »Vielen Dank für die wundervolle Pflege. Sie sind alle Engel auf Erden. Alex.« Thomas steckte den Zettel ein und verließ das Krankenhaus. Als er ins Auto stieg, blickte er in den Rückspiegel und lächelte.
Der Tag der Wunder war vorbei, aber das Gefühl der Magie, die Freude am Leben und die tiefe Dankbarkeit für seine Arbeit würden bleiben. Und so fuhr er nach Hause, im Herzen leichter als je zuvor, voller Hoffnung und Zuversicht, dass weitere Wundertage folgen würden. Denn in einem Beruf wie seinem, wo Leben und Tod so eng beieinander liegen, lernt man, jeden Tag als ein kleines Wunder zu schätzen. Dieser Tag hatte nicht nur das Krankenhaus verändert, er hatte auch Thomas verändert. Und während er die Straße entlang fuhr, wusste er, dass er bereit war für all die Wunder, die das Leben noch für ihn bereithielt.